Das Konzentrationslager Neuengamme hatte mindestens 86 Außenlager. Eines davon befand sich in Neugraben. Wir treffen heute Gunter Buck, welcher die Geschichte des Außenlagers Neugraben erforscht hat. Er berichtet uns von der Geschichte des Lagers sowie den dort Inhaftierten. Die Häftlinge hier, das waren 500 tschechische Frauen, waren vorwiegend eingesetzt beim Bau von Behelfsheim, also sogenannte Plattenhäuser haben die gebaut, das sieht man da hinten bis heute noch, für Menschen, die durch den Bombenkrieg, durch die Bombenangriffe des Jahres 1943 ihre Wohnungen verloren hatten, in erster Linie. Aber sie wurden auch an anderen Stellen eingesetzt, zum Beispiel beim Bau des Panzergrabens, der hier um Hamburg rumführte, oder auch zu Aufräumarbeiten nach Bombenangriffen, je nachdem, was so die Lage ergab. Letztlich, um das so kurz auf den Punkt zu bringen, es ging um Zwangsarbeit. Für die Häftlinge sah der Alltag eigentlich je nach Arbeitseinsatz unterschiedlich aus. Sie mussten vom Lager aus sehr früh morgens aufbrechen und wurden von ihren Bewachern an die Arbeitsstätten geführt in Gruppen. Die Arbeit war für sie sehr hart. Sie kamen im September her und haben hier den ganzen Winter über verbracht, unzureichend gekleidet, völlig unzureichend ernährt. Es gab sehr wenig zu essen, sogenannte Suppe, aber eigentlich war das nur Wasser mit ein bisschen was drin. Und nur morgens und abends gab es was zu essen, tagsüber nicht. Und im Lager selbst waren in 4 Baracken etwa 500 Personen. Die hygienischen Verhältnisse waren, nun ja, also heute würde man sagen, völlig unzureichend. Sie mussten sich da mit ungefähr 12 Aborten begnügen für 500 Leute, aber nicht etwa abschließbare Toiletten, sondern Latrinen, nicht? Also wo man nicht alleine sitzen konnte. Ne? Also das Gros der Häftlinge waren jüdische Frauen aus der Tschechoslowakei, viele von ihnen aus Prag. Und als wir die dann in den 1980er Jahren kennengelernt haben, hat es mich zum Beispiel sehr verwundert, wie gut die Deutsch sprechen konnten. Viele von denen hatten deutsche Schulen in Prag besucht und auch deutsche Gymnasien, waren sehr gebildet und konnten mit uns in unserer Muttersprache sprechen. Wir brauchten keine Dolmetscher. Und dann wissen wir über ihren Hintergrund, dass viele Familien, ich sag mal, angesehene Berufe hatten, insbesondere die Väter, aber auch manche Mütter, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter. Also man kann das so sagen, das Pech dieser Täter hier war, dass sie relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Jahr 1946, schon vor Gericht standen, und zwar vor einem britischen Militärgericht. Das hat sie so behandelt, wie britische Soldaten behandelt wurden, waren denen gleichgestellt. Das heißt, es gab ein faires Verfahren, sie hatten Verteidiger, die Briten haben sogar zugelassen, dass es deutsche Verteidiger gibt. Und so wurde unterschiedlich geurteilt. Die meisten, die sich etwas hatten zu Schulden kommen lassen, bekamen Strafen zwischen 1 und 3 Jahren Haft. Der Lagerkommandant, weil er für das gesamte Lager und die Zustände hier verantwortlich gemacht wurde, 15 Jahre. Aber es gab auch mehrere Freisprüche. Herr Buck und seine Mitstreiter setzen sich seit den 80er Jahren für diesen Ort ein und sorgen dafür, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Das Lager an sich war in Vergessenheit geraten. Außer den Fundamenten der Baracken ist hier eigentlich nichts zu sehen. Und deswegen fanden wir das schon wichtig, nicht nur Ausstellungen zu machen, öffentliche Veranstaltungen, sondern eben auch durch einen Gedenkstein daran zu erinnern.